Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott ist unser guter Hirt. Er ist immer mit uns. Im Bild des guten Hirten wird uns im Evangelium einmal mehr gezeigt, wie Jesus uns Menschen nahe sein will. Auch wenn wir uns mal wie Schafe von ihm abwenden, kümmert er sich doch wie ein guter Hirte um uns. Das weckt in uns Vertrauen, uns auf ihn einzulassen. Im Kyrie-Lied bitten wir um Gottes Erbarmen. Der gütige und menschenfreundliche Gott erbarme sich unser. Er nehme von uns, was Frieden, Leben und Gemeinschaft stört. Er lasse uns die Sünde nach und führe uns zum gelungenen Leben, schon hier auf dieser Erde und erst recht in Ewigkeit. Amen.
Lasst uns beten. Guter Gott, du willst uns ein guter Hirte sein. Du rufst und begleitest uns, und wohin wir auch gehen, gehst du mit uns. Möge auch unsere Zeit immer mehr gute Hirten hervorbringen, die im Dienst deiner Liebe stehen und bereit und fähig sind, eine gute Gemeinde zu begleiten, nach dem Vorbild deines Sohnes, des guten Hirten. Gib uns ein feines Gespür für dein Wort. Lehre uns, auf deine Stimme zu hören, mit der du uns immer wieder rufst. Darum bitten wir dich im Namen unseres guten Hirten, Jesus Christus. Amen. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Geliebte, wenn ihr recht handelt und trotzdem Leiden erduldet, das ist eine Gnade in den Augen Gottes. Dazu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Er hat keine Sünde begangen und in seinem Mund war keine Falschheit. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht. Als er litt, drohte er nicht, sondern überließ seine Sache dem gerechten Richter. Er hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot sind für die Sünden und leben für die Gerechtigkeit. Durch seine Wunden seid ihr geheilt, denn ihr hattet euch verirrt wie Schafe. Jetzt aber habt ihr euch hingewandt zum Hirten und Hüter eurer Seelen. Wort des lebendigen Gottes. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Christus, der Auferweckte, er ist mit uns allen in unseren Häusern, unserem Daheim. Frohe Botschaft aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus: Amen, Amen, ich sage euch, wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter, und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus und die Schafe folgen ihm.
denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er ihnen gesagt hatte. Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Evangelium unseres Heilands Jesus Christi. Liebe Schwestern und Brüder, Jesus ist der gute Hirt. Der gute Hirt hat ein Ziel. Er will die Schafe auf gute Weide führen, damit sie das Leben in Fülle finden. Leben in Fülle. Es meint das Leben in all seinen Beziehungen und Bereichen. Leben in Fülle. Das heißt Gesundheit, Nahrung, Lebensmöglichkeit, Würde, das heißt Freude und Gemeinschaft mit anderen, Entfaltung der eigenen Fähigkeiten und in all dem nicht daran vorbei, Leben mit Gott und aus der Kraft seiner Liebe. Leben in Fülle heißt Leben ohne Angst. Die Angst scheint uns heute zu einem Kennzeichen unserer Zeit geworden zu sein. Wir sind nicht mehr geborgen in selbstverständlichen Strukturen. Wir müssen alles neu suchen und gewinnen. Das macht Angst. Jesus sagt uns: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Das bedeutet die Überwindung der Angst und die Möglichkeit, offen und frei zu leben, da wir wissen, dass wir letztlich uns das Leben in Fülle nicht selber sichern können und brauchen. Jesus ist die Tür zu diesem Leben. Wenig später heißt es: Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Das ist das Entscheidende. Da ist nicht der kluge Hirt und sind da die dummen Schafe. Die Schafe sind vielmehr sehr klug. Sie kennen den Hirten, wie der Hirt sie kennt. Dieses Wort bedeutet in der Sprache Jesu erkennen aus der Tiefe heraus, so wie es nur aus der gegenseitigen Liebe wachsen kann. Nur so der gute Hirte auch seinen Dienst am Leben in Fülle ausüben. Nicht gewalttätig oder diktatorisch, sondern in einfühlsamer Liebe. Der heutige Sonntag ist traditionell der Tag der geistlichen Berufe. Er war besonders dem Gebet um geistliche Berufe gewidmet.
Wenn wir diesen Sonntag als Einladung zum Gebet um geistliche Berufe verstehen wollen, dann doch so, dass wir alle den geistlichen Beruf in uns entdecken, die Möglichkeiten, wie wir anderen zum Leben helfen können, welche Stellung in Familie, Kirche und Welt wir auch haben mögen. Solche Menschen brauchen wir allerdings in einer orientierungslosen Zeit. Was wäre das für ein Verständnis von Christsein, von einer christlichen Gemeinde? Das sind Menschen, die miteinander und für andere das Leben in Fülle suchen. Jesus hat es selber erfahren müssen, als er als der gute Hirte sein Leben für seine Schafe hingeben musste. Aber andere werden auch aufmerken und staunend erleben, was das bedeutet, dem Leben der Menschen zu dienen und selber daran teilzuhaben. Amen. Wir glauben an Gott. Wir sind nicht allein. Wir sind geborgen. Wir sind frei. Wir glauben an den göttlichen Geist, den Geist der Freiheit, der uns verbindet zu einer umfassenden Kirche. Wir glauben an Jesus Christus, der Gott zeigt und vertritt, der das Reich des Friedens verkündet und aus Liebe zu uns starb. Wir glauben, dass Jesus lebt. Er befreit uns von Schuld, von Angst und Tod. Er hilft uns leben. Wir glauben an den Gott, der die Welt schafft und erhält, der will, dass wir mit ihm wirken, der Welt und den Menschen zugute. Wir glauben an den lebendigen Gott, der die Welt vollendet und erneuert, der auch uns bewahrt und Neues schafft zu unvergänglichem Leben. Amen. Wir tragen nun alle formulierten und alle Fürbitten, die wir im Herzen tragen, vor Gott hin. Gott Vater, Schöpfer der Welt, du bist allmächtig und barmherzig. Aus Liebe zu uns hast du deinen Sohn zum Heil der Menschen an Leib und Seele in die Welt gesandt. Schau auf deine Kinder, die in dieser schwierigen Zeit der Prüfung und Herausforderung in vielen Regionen Europas und der Welt sich an dich wenden, um Kraft, Erlösung und Trost zu suchen. Befreie uns von Krankheit und Angst, heile unsere Kranken, tröste ihre Familien, gib den Verantwortlichen in den Regierungen Weisheit, den Ärzten, Krankenschwestern und Freiwilligen Energie und Kraft, den Verstorbenen das ewige Leben. Verlasse uns nicht im Moment der Prüfung, sondern erlöse uns von allem Bösen. Darum bitten wir dich, der du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und herrschst, bis in alle Ewigkeit. Amen.
guter Gott, das Brechen des Brotes und die Teilnahme an diesem Mahl stärke auch unseren Einsatz für eine Welt, in der es jedem gut geht. Eine Welt nach deinem Herzen, gegründet auf deine Liebe, die währen wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir danken dir, guter Gott und Vater, dass du uns aus allen deinen Geschöpfen ausgewählt und in die Gemeinde deines Sohnes berufen hast. Er geht uns voran und lässt uns seine Stimme hören. Er legt sein Wort in unseren Mund und ruft durch den Dienst der Kirche alle Völker in dein Reich, damit am Ende aller Zeiten ein Hirt und eine Herde vor dir stehe. Darum stimmen wir ein in das Lob, das Engel und Heilige dir darbringen, und singen mit ihnen zu deiner Ehre. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, verein mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Felix und allen Bischöfen
unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Weil wir dir vertrauen, beten wir so, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben, spricht Jesus im Evangelium. Darum bitten wir, Herr Jesus Christus, lass uns auf deine Stimme hören und deinem Wort des Friedens in unseren Herzen Raum geben. Hilf uns, deinen Frieden und deine Verheißung eines Lebens in Fülle in unseren Familien und Gemeinschaften weiterzugeben, damit wir als Glaubensgemeinschaft zu lebendigen Zeichen deines Friedens werden. Lass uns nicht allein
Lasst uns beten. Guter Gott, mit dir zusammen zu sein und dein Wort zu hören, baut uns immer wieder auf. Wir wissen, dass jemand an unserer Seite steht, auf den wir uns verlassen können. Das gibt uns Ruhe und Sicherheit, gerade dann, wenn wir in schwierige Situationen geraten oder manches auf uns zukommt, dem wir uns nicht gewachsen fühlen. Wir danken dir für deine Hilfe. Erhalte in uns über diese Stunde hinaus in der neuen Woche die Gewissheit deiner Nähe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Nun bitten wir um Gottes Segen. Gott hat versprochen, uns zu führen und wie ein Hirte bei seiner Herde zu sein. Bleiben wir nun in diesem Vertrauen und lasst uns gestärkt und gesegnet wissen von dem allmächtigen Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.